5 schnelle Methoden, um dein Deutsch sofort zu verbessern. Ganze Sätze statt Wörter. Warum einzelne Wörter nicht reichen. Viele machen am Anfang einen großen Fehler. Sie lernen Listen, lange Listen, lernen, arbeiten, gehen, essen und dann wundern sie sich, warum sie nach Monaten noch nicht sprechen können. Das Problem ist nicht, dass sie zu wenig lernen. Das Problem ist, sie lernen falsch. Unser Gehirn funktioniert nicht wie ein Wörterbuch. Es speichert keine isolierten Wörter. Es speichert Muster, Situationen und ganze Strukturen. Wenn du nur gehen lernst, kannst du im echten Leben nicht viel sagen. Aber wenn du lernst, ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe heute nicht zur Arbeit. Gehst du mit mir? Dann lernst du automatisch Wortstellung, Zeitformen, typische Kombinationen, Intonation. Und genau das macht den Unterschied. Viele sagen, aber ich muss doch zuerst Vokabeln lernen. Ja, aber nicht isoliert. Ein Wort ohne Kontext ist wie ein einzelner Schuh. Du kannst damit nichts anfangen. Ein Satz dagegen ist ein komplettes Werkzeug. Zum Beispiel lernen. Ich lerne jeden Tag 20 Minuten Deutsch. Verstehen, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nur die Hälfte. Siehst du den Unterschied? Du lernst sofort, wie man das Wort benutzt. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Wenn du ganze Sätze lernst, lernst du Grammatik automatisch mit. Viele haben Angst vor der deutschen Grammatik. Artikel, Fälle, Wortstellung, Nebensätze. Aber wenn du 100 richtige Sätze im Kopf hast, dann sagt dein Gefühl irgendwann automatisch, das klingt richtig, das klingt falsch. Und dieses Sprachgefühl ist viel stärker als jede Tabelle. Jetzt kommt die Frage, wie lernt man ganze Sätze richtig? Ganz einfach. Erstens, nimm Sätze aus echten Situationen, zum Beispiel aus Geschichten, Serien, YouTube-Videos oder Dialogen. Zweitens, wiederhole sie laut. Nicht nur lesen, laut sprechen. Drittens, mach deinen eigenen Satz daraus. Beispiel, ich habe heute keine Zeit. Jetzt du. Ich habe heute keine Lust. Ich habe heute viel Stress. Ich habe heute frei. So trainierst du die Struktur. Ein weiterer wichtiger Punkt. Lerne Sätze, die du wirklich brauchst. Nicht, der Bauer melkt die Kuh, sondern, wo ist der Bahnhof? Wie lange dauert das? Können Sie das bitte wiederholen? Ich suche eine Wohnung. Ich habe einen dicksten Termin. Sprache ist ein Werkzeug für dein Leben, nicht nur für ein Lehrbuch. Viele geben auf, weil sie das Gefühl haben, ich lerne so viel, aber ich kann nicht sprechen. Das passiert oft, wenn man nur Wörter sammelt. Aber Sprache ist kein Sammelalbum. Sprache ist Kommunikation. Noch ein wichtiger Tipp. Mach dir dein eigenes Satzbuch, nicht nur ein Vokabelheft. Schreib ganze Sätze auf, die du gehört hast. Und markiere die Struktur. Zum Beispiel, ich freue mich auf, ich habe Angst vor, ich denke an, das sind typische Muster. Und wenn du sie oft wiederholst, werden sie automatisch. Und bitte, warte nicht, bis dein Satz perfekt ist. Sprich trotzdem. Viele sagen, ich weiß nicht, ob der Artikel richtig ist. Egal, sag den Satz trotzdem. Kommunikation ist wichtiger als Perfektion. Und hier ist etwas, das ich dir wirklich mitgeben möchte. Wenn du jeden Tag nicht nur 5 neue Wörter lernst, sondern 5 ganze Sätze, dann wirst du nach einem Monat einen riesigen Unterschied merken. Du wirst schneller sprechen. Du wirst weniger nachdenken. Und du wirst selbstbewusster. Also ab heute nicht nur Wörter sammeln, baue Sätze, sprich Sätze, denke in Sätzen, denn Sprache lebt in ganzen Gedanken, nicht in einzelnen Wörtern.
Und wenn du schon mit Geschichten lernst, dann machst du genau das Richtige. Im nächsten Punkt zeige ich dir eine Methode, die noch stärker ist und die fast niemand wirklich nutzt. Laut sprechen, jeden Tag. Viele lernen Deutsch im Kopf. Sie lesen, sie hören, sie machen Übungen, aber sie sprechen nicht. Und genau hier liegt das Problem. Sprache ist kein Theoriefach. Sprache ist Training. Und wenn du nicht sprichst, trainierst du nicht. Stell dir vor, du willst schwimmen lernen. Du liest ein Buch über Schwimmen. Du schaust Videos. Du lernst, wie man die Arme bewegt. Aber du gehst nie ins Wasser. Wirst du schwimmen können? Nein. Genauso ist es mit Deutsch. Viele sagen, ich spreche erst, wenn ich besser bin. Aber du wirst nie besser, wenn du nicht sprichst. Sprechen ist nicht nur das Ergebnis vom Lernen. Sprechen ist der Weg zum Lernen. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Du brauchst keinen Partner, um zu sprechen. Du kannst jeden Tag alleine üben. Zum Beispiel morgens. Steh auf und sag laut, heute bin ich müde. Heute habe ich viel zu tun. Ich habe keine Lust aufzustehen. Das klingt einfach, aber dein Mund trainiert, deine Zunge trainiert, dein Gehirn verbindet Denken mit Sprechen. Viele verstehen viel Deutsch, aber wenn sie sprechen sollen, kommt nichts. Warum? Weil Verstehen und Sprechen zwei verschiedene Dinge sind. Du musst dein Gehirn daran gewöhnen, aktiv zu produzieren. Hier ist eine einfache Übung. Nimm eine kurze Szene aus einer Geschichte oder aus einem Video. Hör einen Satz. Pause. Wiederhole ihn laut. Nicht leise, nicht im Kopf. Laut. Zum Beispiel, ich habe heute keine Zeit. Pause. Sag es selbst. Dann verändere den Satz. Ich habe heute keine Lust. Ich habe morgen keine Zeit. Ich habe heute viel Stress. So trainierst du automatisch Struktur und Flexibilität. Ein weiterer wichtiger Punkt: Sprich langsam. Viele versuchen schnell zu sprechen, um der gut zu klingen. Aber Geschwindigkeit ist nicht wichtig. Klarheit ist wichtig. Wenn du langsam sprichst, hast du Kontrolle. Du denkst besser. Du fühlst dich sicherer. Und bitte, hab keine Angst vor Fehlern. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche. Fehler sind Training. Kinder machen tausende Fehler, bevor sie richtig sprechen. Und niemand sagt, oh nein, das war falsch. Warum bist du mit dir selbst so streng? Hier ist eine weitere starke Methode. Beschreibe deinen Tag laut, zum Beispiel beim Kochen. Ich schneide jetzt die Zwiebeln. Das Wasser kocht. Ich brauche noch Salz. Oder im Supermarkt. Wo ist die Milch? Das ist zu teuer. Ich nehme lieber das hier. Das ist echtes Leben. Und genau dafür lernst du Deutsch. Du kannst auch ein kleines Sprachritual machen. Jeden Abend 5 Minuten. Stell dir 3 Fragen. Was habe ich heute gemacht? Was war schwierig? Was war gut? Und beantworte sie laut. Heute war ich im Büro. Ich hatte ein Meeting. Ich war nervös. Aber es war okay. Das ist Training. Und das kostet dich nichts. Noch ein wichtiger Punkt. Sprich auch, wenn du allein bist. Viele fühlen sich komisch dabei. Aber das ist egal. Du trainierst dein Gehirn. Und dein Gehirn braucht Wiederholung. Wenn du jeden Tag 10 Minuten laut sprichst, wirst du nach 4 Wochen einen Unterschied merken. Du wirst schneller reagieren. Du wirst weniger Angst haben. Du wirst natürlicher klingen. Und hier kommt etwas Ehrliches. Die meisten Menschen bleiben auf einem mittleren Niveau, weil sie nicht laut sprechen. Sie konsumieren nur Videos, Podcasts, Texte. Aber Sprache ist keine Netflix-Serie. Sprache ist Aktion. Noch eine praktische Übung. Nimm dein Handy und mach eine Sprachaufnahme. Erzähl 2 Minuten über dein Leben. Hör es dir an.
Am Anfang wirst du denken, oh Gott, aber nach ein paar Wochen wirst du merken, du wirst klarer, du wirst strukturierter, du wirst sicherer. Und das ist Motivation. Viele sagen, ich habe niemanden zum Üben. Du brauchst zuerst dich selbst. Wenn du mit dir selbst nicht sprechen kannst, wirst du auch mit anderen blockiert sein. Also ab heute nicht nur hören, nicht nur lesen, sprechen, jeden Tag, auch wenn es nur 5 Minuten sind, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn du Fehler machst. Denn Sprache entsteht nicht im Kopf, sie entsteht im Mund. Und wenn du wirklich fließend sprechen willst, dann fang nicht morgen an, fang heute an. Jeden Tag hören, dein Ohr muss trainieren. Viele lernen Deutsch mit Büchern, mit Grammatik, mit Übungen, aber sie hören zu wenig. Und genau das ist ein großes Problem, denn Sprache beginnt im Ohr. Bevor du richtig sprechen kannst, muss dein Gehirn verstehen, wie Deutsch klingt, wie schnell Menschen reden, wo sie Pausen machen, wie Sätze im Alltag wirklich klingen. Im Lehrbuch klingt alles sauber, langsam, perfekt. Im echten Leben? Ganz anders. Menschen reden schneller, sie verschlucken Endungen, sie verbinden Wörter miteinander. Zum Beispiel im Buch, ich habe es nicht verstanden. Im Alltag, ich hab's nicht verstanden. Wenn du nur Lehrbuchdeutsch hörst, wirst du im echten Gespräch schnell überfordert sein. Deshalb ist tägliches Hören so wichtig. Und nein, das bedeutet nicht, dass du jeden Tag 2 Stunden Podcast hören musst. Es reichen 10 bis 15 Minuten. Aber regelmäßig. Am besten jeden Tag. Warum? Weil dein Gehirn Wiederholung braucht. Wenn du regelmäßig hörst, beginnt dein Gehirn Muster zu erkennen. Typische Strukturen, typische Reaktionen, typische Ausdrücke. Und irgendwann reagierst du schneller, ganz automatisch. Viele sagen, ich verstehe nichts, wenn Deutsche sprechen. Das ist normal. Am Anfang versteht man vielleicht 30%. Und das ist völlig okay. Du musst nicht jedes Wort verstehen. Das ist einer der größten Fehler. Viele stoppen das Audio sofort, wenn sie ein Wort nicht kennen. Aber im echten Leben kannst du auch niemanden stoppen. Du musst lernen, das Ganze zu verstehen, nicht jedes einzelne Detail. Hier ist eine gute Methode. Hör dir zuerst eine kurze Szene an, ohne Text, ohne Untertitel. Frag dich danach, worum ging es? War die Person traurig, wütend, fröhlich? Dann hör es noch einmal. Jetzt achte auf einzelne Wörter. Und beim dritten Mal sprich einzelne Sätze mit. So trainierst du dein Ohr und deinen Mund gleichzeitig. Ein weiterer wichtiger Punkt: Hör echtes Deutsch. Nicht nur Lernmaterial, Serien, Interviews, YouTube-Videos, Alltagsdialoge. Am besten Themen, die dich wirklich interessieren. Wenn du dich langweilst, lernst du automatisch schlechter. Magst du kochen? Hör Kochvideos. Magst du Sport? Hör Interviews mit Sportlern. Magst du Geschichten? Perfekt. Dann trainierst du Emotionen und Sprache gleichzeitig. Noch ein Tipp: Mach Deutsch zu einem Teil deines Alltags. Beim Putzen, beim Spazierengehen, im Bus, beim Kochen. Du musst nicht immer konzentriert am Tisch sitzen. Sprache kann dich begleiten. Und hier kommt etwas Wichtiges. Auch wenn du nicht alles verstehst, dein Gehirn arbeitet trotzdem. Es speichert Klang, Rhythmus, Melodie. Und genau das hilft dir später beim Sprechen. Viele unterschätzen das. Sie denken, ich verstehe nur die Hälfte. Das bringt nichts. Doch es bringt sehr viel. Kinder verstehen am Anfang auch nicht alles und lernen trotzdem. Noch eine praktische Übung. Wähle ein kurzes Audio von 1 bis 2 Minuten.
Hör es jeden Tag eine Woche lang. Am ersten Tag verstehst du vielleicht wenig. Am fünften Tag merkst du, du verstehst fast alles. Das motiviert enorm. Und Motivation ist beim Sprachenlernen entscheidend. Noch etwas. Achte auf typische Alltagssätze. Zum Beispiel, ach so, kein Problem. Mal sehen. Das passt. Alles gut. Solche kleinen Sätze machen dein Deutsch natürlicher. Sie stehen oft nicht im Lehrbuch, aber im Alltag hört man sie ständig. Wenn du sie regelmäßig hörst, wirst du sie automatisch benutzen. Und genau das wollen wir. Viele Menschen auf B1-Niveau verstehen Grammatik, aber sie klingen noch unsicher. Warum? Weil sie zu wenig echtes Deutsch hören. Hören gibt dir Sicherheit. Es gibt dir Rhythmus. Es gibt dir Sprachgefühl. Also ab heute nicht nur lesen, nicht nur sprechen, auch hören. Regelmäßig. Auch wenn es nur 10 Minuten sind. Dein Ohr ist der erste Schritt zur fließenden Sprache. Und wenn dein Ohr trainiert ist, wird dein Mund automatisch folgen. Im nächsten Punkt zeige ich dir eine Methode, mit der du dein Lernen viel strukturierter und effektiver machst. Mit Geschichten lernen. So bleibt Deutsch im Kopf. Viele lernen Deutsch mit einzelnen Sätzen, mit Übungen, mit Grammatikregeln. Das ist nicht falsch, aber es fehlt etwas. Emotion. Denn unser Gehirn liebt Geschichten. Wir merken uns keine Tabellen. Wir merken uns keine isolierten Regeln. Wir merken uns Situationen. Denk mal darüber nach. Was erinnerst du besser? Eine Grammatikregel über das Perfekt? Oder eine Geschichte, in der jemand sagt, ich bin gestern zu spät gekommen, weil ich den Bus verpasst habe. Eine Geschichte bleibt im Kopf, weil sie ein Bild erzeugt. Und genau deshalb ist Lernen mit Geschichten so effektiv. Wenn du eine Geschichte hörst oder liest, passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Du lernst Wortschatz, du lernst Grammatik, du lernst typische Redewendungen, du lernst Emotionen, du lernst Struktur und das alles in einem Zusammenhang. Das ist der Unterschied. Wenn du nur lernst, vergessen, etwas nicht mehr wissen, dann ist das Theorie. Aber wenn du hörst, ich habe schon wieder meine Schlüssel vergessen, dann siehst du die Situation. Du fühlst vielleicht sogar Stress und dein Gehirn speichert das viel stärker. Geschichten geben Sprache Bedeutung. Und Bedeutung ist der Schlüssel zum Erinnern. Viele Menschen auf B1-Niveau verstehen Grammatik, aber sie können nicht freisprechen. Warum? Weil sie Sprache wie ein Puzzle lernen. Ein Wort hier, eine Regel dort. Aber Kommunikation ist kein Puzzle. Sie ist eine Geschichte. Wenn du regelmäßig Geschichten hörst oder liest, gewöhnst du dich an natürliche Satzstrukturen. Du merkst, so beginnt man ein Gespräch. So beschreibt man ein Problem. So reagiert man emotional. Zum Beispiel, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt reicht's. Ich habe echt keine Lust mehr. Zum Glück ist alles gut gegangen. Solche Sätze lernst du nicht aus einer Tabelle. Du lernst sie aus Situationen. Und genau das macht dein Deutsch lebendig. Jetzt kommt die wichtige Frage. Wie lernt man richtig mit Geschichten? Erstens, wähle Geschichten auf deinem Niveau. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Wenn du jedes zweite Wort nachschlagen musst, ist es zu schwierig. Wenn du alles sofort verstehst, ist es vielleicht zu leicht. Ideal ist, du verstehst 70–80%. Zweitens, lies oder hör die Geschichte mehrmals. Nicht nur einmal. Beim ersten Mal versteh die Handlung. Beim zweiten Mal achte auf Sprache. Welche Sätze wiederholen sich? Welche Strukturen kommen oft vor? Beim dritten Mal sprich einzelne Sätze mit oder erzähle die Geschichte in deinen eigenen Worten nach.
Das ist extrem starkes Training. Drittens, mach die Geschichte zu deiner Geschichte. Zum Beispiel, in der Geschichte sagt jemand, ich war nervös vor dem Gespräch. Jetzt sagst du, ich war nervös vor meinem Termin. Ich war nervös vor der Prüfung. Ich war nervös vor dem ersten Arbeitstag. So verbindest du Struktur mit deinem Leben. Und dann bleibt sie. Ein weiterer Vorteil von Geschichten. Sie trainieren dein Sprachgefühl. Du hörst automatisch. Das klingt natürlich. Das klingt komisch. Nicht, weil du die Regel auswendig gelernt hast, sondern weil du es oft gehört hast. Das ist echtes Lernen. Und noch etwas. Geschichten motivieren. Viele geben auf, weil Lernen langweilig wird. Wortlisten, Lückentexte, Regeln. Aber eine gute Geschichte, die willst du zu Ende hören. Du willst wissen, was passiert. Und während du neugierig bist, lernt dein Gehirn ganz nebenbei. Das ist der Trick. Emotion plus Wiederholung gleich langfristiges Lernen. Wenn du jeden Tag 10 bis 15 Minuten eine Geschichte hörst oder liest, wirst du nach ein paar Wochen merken, du sprichst flüssiger, du denkst schneller, du brauchst weniger Zeit für einen Satz. Nicht, weil du mehr gelernt hast, sondern weil du natürlicher gelernt hast. Und hier ist etwas ganz Wichtiges. Warte nicht, bis du perfekt bist, um Geschichten zu hören. Viele sagen, ich verstehe noch nicht alles, das musst du auch nicht. Vertrau dem Prozess. Du lernst durch Kontext. Du lernst durch Wiederholung. Du lernst durch Emotion. Und genau deshalb sind Geschichten so kraftvoll. Also, wenn du Deutsch lernen willst, dann mach Geschichten zu einem festen Teil deines Alltags. Nicht nur Grammatik, nicht nur Wörter, sondern ganze Erlebnisse. Denn Sprache ist nicht nur Struktur, Sprache ist Leben. Und im nächsten Punkt zeige ich dir, wie du deinem Lernen endlich klare Struktur gibst, damit du nicht nur motiviert bist, sondern auch wirklich Fortschritte siehst. Aktiv wiederholen. Ohne Wiederholung kein Fortschritt. Viele lernen Deutsch. Sie hören, sie lesen, sie sprechen ein bisschen. Und trotzdem sagen sie nach Monaten, ich habe das Gefühl, ich vergesse alles. Und ganz ehrlich, oft stimmt das auch. Nicht, weil sie dumm sind, nicht, weil sie kein Talent haben, sondern weil sie zu wenig wiederholen. Wiederholung ist nicht langweilig. Wiederholung ist Training. Stell dir vor, du gehst einmal ins Fitnessstudio. Nur einmal. Wirst du Muskeln bekommen? Nein. Genauso ist es mit Sprache. Wenn du ein Wort nur einmal hörst, wenn du einen Satz nur einmal liest, dann verschwindet er wieder. Unser Gehirn löscht, was es nicht braucht. Und es behält nur das, was oft zurückkommt. Deshalb ist aktive Wiederholung so wichtig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Nicht nur wiederholen. Aktiv wiederholen. Was ist der Unterschied? Passiv wiederholen bedeutet, du hörst etwas nochmal, du liest es nochmal. Aktiv wiederholen bedeutet, du benutzt es. Zum Beispiel, du hörst den Satz, ich habe keine Zeit. Passive Wiederholung, du hörst ihn noch einmal. Aktive Wiederholung, du sagst, ich habe heute keine Zeit. Ich habe morgen keine Zeit. Ich habe im Moment keine Zeit. Jetzt arbeitet dein Gehirn. Jetzt baust du Struktur. Jetzt entsteht Automatik. Viele machen den Fehler, immer neues Material zu suchen. Neues Video, neuer Podcast, neue Liste, neue Geschichte. Aber sie wiederholen nicht genug. Fortschritt entsteht nicht durch immer mehr Input. Fortschritt entsteht durch Wiederholung. Hier ist eine einfache Methode. Wähle jeden Tag 5 Sätze, nicht 20, nicht 50, nur 5. Sprich sie morgens, sprich sie mittags, sprich sie abends.
Nach 3 Tagen kannst du sie im Schlaf. Und genau das wollen wir. Sprache muss automatisch werden. Wenn du jedes Mal überlegen musst, wo kommt das Verb? Welcher Artikel? Welche Endung? Dann bist du noch im Denkmodus. Wiederholung bringt dich in den Automatikmodus. Und das ist ein riesiger Unterschied. Hier ist eine weitere starke Technik, Spaced Repetition. Das bedeutet, du wiederholst nicht alles jeden Tag, sondern in Abständen. Zum Beispiel Tag 1, neu lernen, Tag 2, wiederholen Tag 4, wiederholen Tag 7, wiederholen Tag 14, wiederholen. So merkt dein Gehirn, das ist wichtig. Und genau deshalb funktionieren Karteikarten so gut. Oder digitale Lernkarten. Aber Achtung, wiederhole nicht nur Wörter, wiederhole ganze Sätze. Nicht vergessen, sondern ich habe schon wieder meine Schlüssel vergessen. Nicht Angst, sondern ich habe Angst vor der Prüfung. Kontext bleibt. Isolierte Wörter verschwinden. Noch etwas Wichtiges. Wiederholung muss nicht perfekt sein. Du musst nicht jeden Satz fehlerfrei sagen. Du musst ihn sagen. Viele hören auf zu wiederholen, weil sie denken, ich kann das doch schon. Aber können heißt, du kannst es spontan benutzen. Nicht, du erkennst es. Erkennen ist passiv. Benutzen ist aktiv. Das ist ein großer Unterschied. Hier ist eine kleine Challenge für dich. Wenn du heute ein neues Video schaust, nimm 3 Sätze daraus, schreib sie auf, sprich sie 10-mal laut, verändere sie, benutze sie morgen wieder. Mach das eine Woche lang. Du wirst einen klaren Unterschied merken, dein Wortschatz wird stabiler, deine Sätze kommen schneller, dein Selbstvertrauen wächst. Und noch etwas ganz Ehrliches. Wiederholung ist nicht aufregend. Sie ist nicht spektakulär, aber sie wirkt. Die meisten Menschen geben auf, weil sie immer etwas Neues wollen. Aber Profis wissen, Meisterschaft kommt durch Wiederholung. Also wenn du wirklich Fortschritte willst, dann frag dich nicht, was Neues kann ich lernen, sondern was kann ich heute festigen? Denn Sprache ist kein Sprint, sie ist ein Prozess. Und Wiederholung ist das Fundament. Nicht perfekt, nicht glamourös, aber absolut entscheidend. Wenn du Sätze lernst, laut sprichst, jeden Tag hörst, mit Geschichten arbeitest und aktiv wiederholst, dann baust du dir Schritt für Schritt echtes, stabiles Deutsch auf. Und genau das ist das Ziel. Nicht schnell, nicht perfekt, sondern sicher. Und jetzt bist du dran. Nicht morgen, heute.